Hallo Angelfreunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder hier am kleinen See und werde mal speziell auf Rotaugen angeln. Das heißt, es ist heute ein schönes, schnelles Angeln. Ich hoffe, dass die Rotaugen beißen. Ich zeige euch wirklich heute mal von A bis Z, wie ich angel, wie ich vorgehe. Angefangen vom Futter, mein ganzes Tackle, was ich verwende und vor allem ganz wichtig, was für eine Taktik beim Rotaugenangeln. Ich habe wie immer noch ein paar Tipps für euch und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich baue jetzt auf und dann legt mal los. So Leute, jetzt kommen wir mal zum Futter. Und ihr wisst ja, normalerweise mische ich das Futter immer einen Abend vorher an, ganz gemütlich zu Hause im Warmen. Aber beim Rotaugenangeln brauche ich ein aktives Futter. Das heißt, was heißt aktives Futter? Also die ganzen Partikel, Schwebstoffe, was in so einem Futter drin ist, das will ich, dass das richtig wolkt, richtig auftreibt, aktiv ist. Und deswegen mische ich ein Rotaugenfutter sehr gern einfach mal vorm Angeln frisch an. Anders wäre es mir vielleicht zu passiv und deswegen halt. Was gibt es zum Rotaugenfutter zu sagen? Ich verwende, ihr wisst ja, sehr gerne das HJG Drescherfutter, schon immer. Und für mich muss ein Rotaugenfutter eine dunkle Farbe haben. Warum dunkle Farbe? Das ist ganz einfach, Rotaugen, kleine Fische. Die gehen nicht gern auf den Futterplatz mit dem hellen Futter, weil sie dann ganz einfach vom Raubfisch leichter entdeckt werden und das verscheucht die eher. Deswegen ist ein dunkles Futter beim Rotaugenangeln ganz wichtig. Ich brauche heute nicht viel. Ich nehme gerade mal, ich würde sagen, 300 Gramm von dem Roach. Und dann mache ich noch dazu, was ich richtig geil finde, das Pimp Your Ground Bait. Und da könnt ihr mal sehen, da sind so richtig viele Sämereien, geschroteter Hanf und ganz feine Partikel mit drin, wo alles schön wolkt und schwebt. Da mache ich ein bisschen was dazu, ach nicht viel. Und dann zu guter Letzt noch mal hier ein Lockstoff. Ich sag mal, wir haben jetzt schon Winter, es ist heute Morgen gerade mal 1 Grad und wenn das Futter halt intensiv riecht, ist es immer gut. Da mache ich auch noch vielleicht eine Verschlusskappe noch dazu. Ich mische es mal an. Also wie gesagt, braucht nicht viel. Das sind jetzt vielleicht 300 Gramm, wenn es hochkommt. Und das reicht heute für den ganzen Tag zum Angeln. Noch ein bisschen was dazu vom Pimp Your Ground Bait. So, das reicht auch. Und eine Verschlusskappe vom Lockstoff. Lockstoff merkt man halt gleich, da ist Koriander mit dabei, alles das, was die Rotaugen lieben. So, auch nur nebenhin. Das verrühre ich jetzt erstmal trocken. So. Und jetzt Wasser dazu, aber beim Wasser, das darf jetzt wirklich nicht übernässt sein, weil ich will wirklich ein aktives Futter haben, wo richtig wolkt, wo richtig was los ist. Deswegen mit dem Wasser vorsichtig nach und nach anfeuchten. So. Noch ein klein wenig Wasser. Wirklich eiskaltes Wasser. Ey. So. Jetzt habe ich schon eigentlich die richtige Konsistenz, wie es sein soll. Das heißt, ich kann Ballen formen, aber wenn ich jetzt mit dem Daumen leicht reindrücke, geht es gerade so auseinander.
Und so löst sich das dann auch aus dem Korb raus. Also perfekt. Ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen nachziehen. Ich lasse das jetzt noch nur 15 Minuten ziehen. Eventuell dann noch ganz leicht nachfeuchten. Sieb's dann durch und dann kann es schon losgehen mit dem Angeln. Ich baue jetzt in der Zeit noch die Rute auf, zeige euch die Montage und dann legt man gleich los mit dem Angeln. So, also jetzt nur gut 15 Minuten. Ist das Futter schön gezogen. Und jetzt wird es einfach noch mal ganz kurz durchgesiebt. Ich nehme hier einfach so ein feines Siebchen. Zack. So. Ja, es sind natürlich schöne Hanfsämereien, alles mit dabei. So. Ja, und das war's schon, Leute. Könnt ihr mal schauen. Ein richtig schönes, feines Futter. Und ich denke, damit werden wir heute ein paar schöne Rotaugen fangen. Ich mache es jetzt hier in meinen Behälter. So, und das kleine Döschen, das reicht heute für den ganzen Angeltag völlig. Ich werde jetzt so 3 Stunden konzentriert auf Rotaugen angeln und das reicht dicke. So Leute, es geht los ans Angeln. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier so dabei habe an Köder. Das ist nämlich gar nicht viel. Könnt ihr mal sehen. Ich habe dabei der Rotaugenköder schlechthin, Pinkies. Dann habe ich dabei ein paar kleine bunte Worfters. Dann habe ich dabei ein bisschen Toastbrot. Da kann man mit so Stanzer ganz kleine Scheibchen rauspressen. Und da fahren die Rotaugen auch voll drauf ab. Ist ein super Köder, gerade bei so kaltem Wasser. Dann, wie gesagt, hier mein schönes, feines Futter. Genau so soll es sein. Das wirkt jetzt richtig trocken, aber im Wasser, das gibt richtig schöne Wolken. So muss es sein. Dann habe ich noch ein paar Asse im Ärmel, falls es mal schlechter beißt oder die Rotaugen ein bisschen träge werden. Und zwar gibt es so spezielle Aromasprays. Das kann man dann einfach den Korb mit einsprühen. Oder hier spezielle Rotaugendips. Die sind halt perfekt abgestimmt für Rotaugen. Schön Koriander. Oder hier der Pulverdip, den kennt ihr. Den habe ich auch schon am Rhein verwendet. Nur da ist er speziell auf Rotauge. Das sind im Prinzip meine Köder. Hier habe ich auch noch zur Alternative noch so ein paar rote Gummimaden. Das ist auch immer gut, dass man mal eine davor schaltet. Kommen wir mal jetzt zu meinem Tackle, was ich so verwende. Ich habe jetzt hier eine 3,30 Meter lange Rute im Einsatz. Und ganz wichtig, ich habe eine 1 Unzen Spitze. Da könnte ich sogar noch dünner gehen. Eine halbe Unze, aber die ist mir leider gebrochen. Also eine 1 Unzen Spitze, ganz fein. Dann habe ich hier eine 0,8er, also 0,08 geflochtene Schnur drauf. Und wo dann die Montage drauf läuft, ein ganz kurzes Stück 24er Monophile. Also das ist gerade mal 50 cm. Hier läuft dann meine Montage. Und die Montage fürs Rotaugenangeln, ich denke, die kennt ihr, wenn ihr meine Videos schon mal gesehen habt. Ich benutze da sehr gern die Helikoptermontage. Ganz einfach, hier unten hängt der Korb, gut 10 cm oben drüber das Vorfach. Das kreist dann hier schön rum, kann sich nichts vertüdeln. Ist eine super Montage. Wie angle ich heute hier? Ich denke, ich werde mir 2 oder 3 Plätze anlegen und fütter mit so ganz kleinen Körben. Einfach mal 2, 3 Körbe an. Ich denke eine ziemlich hier mittig, ich sag mal gut 30 Meter einfach raus. Da ist es so am tiefsten hier an dem See. Und der andere Spot, da gehe ich ein bisschen ins Flachere, schaue, ob da Rotaugen stehen. Und der dritte Spot, da gehe ich ans gegenüberliegende Ufer
Und so habe ich 3 Spots, wo ich immer hin und her switchen kann. Ich werde schnell angeln, das heißt, ich lasse nicht lang liegen, höchstens 1-2 Minuten. Und dass ich einfach so die Rotaugen immer aktiv halte, dass immer wieder was reinplumpst, das macht die halt aufmerksam. So, ich fange mal an, nehme hier den ganz kleinen 25 Gramm Open-End-Korb. Vorteil bei so Körben ist halt, wenn der ins Wasser plumpst, der gibt halt immer so eine schöne Säule mit runter. Gerade bei dem trockenen Futter, bei dem mit den schönen Partikeln, gibt es immer so eine schöne Partikelsäule. Und da schießen die Rotaugen so gerne rein. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt machen wir mal hier den ersten Wurf. Da muss ich ausklippen, habe der Clip noch drin. So. So, mein erster Wurf jetzt hier. Gehe ich ganz weit. Ja, also gut, ich würde sagen gut 2 Meter weg vom anderen Ufer. Und jetzt klippe ich hier ein. So, das wäre jetzt meine Stelle Nummer 1. Und jetzt kurbel ich ein ungefähr bis zur Mitte von dem See, wo es ziemlich am tiefsten ist. So, genau hier. Und jetzt klippe ich hier in den zweiten Clip noch mal ein. Na, wenn ich es hinkriege. So. Und jetzt habe ich quasi mit einer Rute 2 Spots abgeklippt und kann immer wieder hin und her tauschen. Und der dritte Spot, der ist dann ziemlich die gleiche Weite von dem ersten gegenüberliegenden Ufer in Richtung Seerosen, wo es halt flacher ist. Und so kann ich jetzt mit einer Rute ganz bequem 3 Spots angeln und fange jetzt mal an, ein bisschen zu füttern. Und dann legen wir gleich los. Dann zeige ich euch auch, was ich für Haken verwende und wie ich die Pinkies anköder. So Leute, die Plätze sind gefüttert und jetzt hängen wir mal langsam einen Haken dran. Bei den Haken, da verwende ich gern das N30 Modell von Preston. Da nehme ich der 16er Haken, der ist gebunden am 13er Vorfach. Also wirklich alles heute mega fein. Die Vorfächer sind 1 Meter lang. Ich denke, das ist ein bisschen zu lang fürs Rotaugenangeln. Deswegen kürze ich das einfach mal so, ich sag mal auf gute 60 cm und dann schauen wir mal, wie ich hinkomme. Wenn ich dann noch Fehlbisse habe oder beziehungsweise die Fische hängen zu tief, dann kann ich das noch ein bisschen kürzen. Aber ich denke, so mit 60 cm werden wir gut hinkommen. So, mache hier einfach eine neue Schlaufe rein. Einmal durch, zweimal durch, ein bisschen nass machen, dass der Knoten nicht verbrennt. So, ja, die Haken sind wirklich mega scharf. Ey. So,
Ganz wichtig, Schnurreste immer mitnehmen. Nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Oh, das bringe ich auch meinen das bringe ich auch da im Verein der Jugend immer bei, dass man immer Dreck, Müll und so weiter nie am Wasser liegen lässt. So. Jetzt hänge ich mal hier mein Vorfach ein. An dem ganz kleinen Wirbelchen, Quick Change Swivel. So. Und beködern wir jetzt 2 oder 3 Pinkies. So. Oh, ist wirklich extrem kalt. Ja, mache ich mal ganz fein 3 Pinkies drauf. Auf den 16er Haken. So, und den Korb wechsle ich hier. Ich mache jetzt so einen ganz kleinen Korb dran. Weil den hatte ich noch eben für zum Anfüttern. Ich habe jetzt pro Spot einfach mal 3 Körbchen vorgefüttert. Und jetzt mache ich hier meinen ganz kleinen Korb dran. Und der gibt halt immer so eine schöne Säule dann ab. So. Und jetzt mache ich mal hier das Spray, einfach mal 2 Sprüher auf den Korb drauf. So. Da bin ich mal gespannt jetzt. Der erste Wurf mit Köder. Und ab geht's. Plops in den Clip. Die Rute lasse ich hier mal schön am Bein. Und wer jetzt weg ist, alle 2 Minuten neu werfen. So, also es hat jetzt mal gut noch mal 10 Minuten gedauert, aber jetzt habe ich hier die ersten Fische am Platz. Oh, und der ist gleich mal ab. Ja, schade. Ja, aber die ersten Fische sind am Platz. Was ich jetzt gesehen habe, das war gar keine Rotfederchen, sondern das war eine kleine Güster. Aber es ist schön, dass jetzt die ersten Fische am Platz sind. Und zwar in Tiefen, also quasi der Platz, wo ich in der Mitte hier vorgefüttert habe. Die Plätze im Flachen, da geht gar nichts. So, aber jetzt schauen wir mal, dass es so weitergeht. Oh, ihr seht schon, ganz leichte Zucker. Also der Plan geht auf. Fisch hängt. Ja, hoffen wir mal, dass ich ihm diesmal beischwinge, dass er nicht vorne. Ja, was haben wir hier? Ja, diesmal ist es eine Rotfeder. Eine schöne Größe. Und ja, was soll ich sagen? Besser kann man sie nicht haken. Also ihr seht, der ist ganz leicht vorne in der Unterlippe. Richtig schöne Rotfedern. Ich denke, es gibt heute wieder ein schöner Angeltag. So. Wieder 2, 3 Pinkies drauf. Und in den Korb mache ich auch immer noch so 2, 3 Pinkies noch dabei. So, 3 Pinkies. Und in den kleinen Futterkorb mit dem Futter auch noch so ein paar Pinkies dazu. So.
werde ich so nach jedem 4., 5. Wurf immer mal wieder den Korb ein bisschen einsprühen mit dem Lockstoff. Und soll es dann wirklich ganz träge beißen, kann ich auch immer noch mal dippen mit dem Spezialdip. So, jetzt habe ich mal den ersten Fisch sogar zum Keschern. Und ganz ungewöhnlich, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, kleine Brassen auf dem Platz. Oh, der hängt eigentlich wirklich perfekt im Maulwinkel, aber meine Finger sind so kalt, ich kriege den kleinen Haken kaum zu greifen. Könnt ihr mal sehen, richtig schöne, die Engländer sagen dazu Skimmer, einfach schöne kleine Brassen. So. Normalerweise kann man die Fische sogar noch schwingen, aber ich habe halt wirklich nur so ein 13er Vorfach und wenn es blöd läuft und der zappelt noch immer, wäre es schade, dass es dann abreißt. Deswegen lieber dann gekeschert und dann ist er sicher. Oh, es ist wirklich mega kalt. So, hier wird noch mal gedippt, der Roach Dip. Aber ihr seht, funktioniert auch auf Brassen. Der hat so eine schöne Anis, irgendwie hat er dabei. Oh, so. Jetzt werfen wir mal wieder rein. Ich muss sagen, die Bisse kommen aller 2 Minuten, ganz fein dann. Also ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man schnelle Bisse bekommt. Aber immerhin besser als gar nichts. Ja, schon wieder ganz leicht. Oh. Ganz, ganz feine Bisse. Also ich kann es nur immer wieder sagen. Es ist ganz anders da als im Sommer oder im Herbst. Da waren die Bisse wirklich viel. Und wieder so ein schöner kleiner Brassen. Perfekt. Also das wundert mich, dass so kleine Brassen jetzt am Platz sind. Oh, der hängt hier am Keschernetz. So, jetzt. Okay. Braucht doch wieder der Hakellöser. So, wieder schöne Brassen da. Einwandfrei. So, nächster Fisch. Ich habe jetzt die Montage ein klein wenig verändert. Also ich habe jetzt doch
häufiger Fehlbisse gehabt. Irgendwie, weil die so extrem reinschießen. Und ich zeige euch, wie ich die Montage verändert habe. Und jetzt hängen sie auch wieder schön, die kleinen Brassen. So kann es weitergehen. So, also ich bin jetzt hingegangen. So, also ich bin jetzt hingegangen und habe quasi die Gummistopper, beide, ungefähr 30 oder ja, gut 30 cm hochgeschoben, weg vom Korb. So hat eigentlich der Fisch nicht gleich den Widerstand vom Korb und bisher funktioniert es jetzt viel besser. Von der Vorfachlänge bin ich gleich geblieben, gut 60 cm. Und so machen wir weiter. Köder bleibt alles gleich. 3 Pinkies. So, Korb wieder mal gefüllt. 1, 2 von der Sprüher drauf. So. Dann schauen wir mal, ob der nächste kleine Brassen einsteigt da. Ich habe heute wirklich mehr mit Rotaugen gerechnet, aber bisher läuft es richtig gut mit den kleinen Brassen da. Ich konnte jetzt schon einige fangen. Beißen allerdings wirklich sehr schnell, komisch. Ich denke immer, das sind Rotaugenbisse. Dabei sind es kleine Brassen. So Leute, ich packe zusammen, das reicht für heute. Ich bin komplett durchgefroren. Ich muss jetzt unbedingt ins Warme. Also jetzt für die Verhältnisse heute 1 Grad, richtig kalt, haben wir ganz gut gefangen. Schönes Skimmer. Also bin ich echt zufrieden. Hat da richtig Spaß gemacht. Vor allem die Taktik mit den kleinen Körbe, immer wieder werfen, hat richtig gut funktioniert. Und Leute, ich wünsche euch viel Spaß am Wasser. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und schaut mal auf meinem Kanal. Wenn euch da die Videos gefallen, lasst mir ein Abo da, da würde ich mich drüber freuen. Ich sage ciao, macht's gut und bis zum nächsten Video.